Welcome back, everyone. Thomas. Agent Morgan, it's past 2100. Let's meet up again at the community center tomorrow. I haven't been sleeping much since this all started, to be honest. I'm exhausted. I was just about to suggest the same thing. I'll make arrangements for people to gather between 1500 and 1700. I'll try and get as many people as I can to come, so don't be late, okay? Don't be late. I'll be there. The community center's on the south side. I've marked it on your map. Thanks, Thomas. Well then, see you tomorrow. Wie jetzt? Keiner bringt mich nach Hause? Dann ist doch eine Karte, oder? Wie kann ich an diese Karte rankommen? Sieht fast aus wie eine Sprungschanze. Kann ich das zerschlagen? Tatsache. Ha! Das war gerade nur geraten. Ich glaube, es ist eigentlich gedacht, dass ich mit dem Wagen hier durchfahre. Und now? Das war ja jetzt nicht gerade erfolgreich. Gut, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Das lösen wir ein anderes Mal. Jetzt lösen wir uns erstmal auf. In zwei Luft. Ich habe was gelesen in den Optionen. Nein, 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 nein. Oh. Aber das war's nicht. Auch nicht. Was könnte es gewesen sein? Oh, damit kann ich auch blickern. Oh, damit kann ich das auch machen. Entschuldigung, das war eine ungewollte kleine Unterbrechung. Ich hoffe, ich kann es zusammenstückeln. Damit steige ich wieder aus. Zach, is there something here that you want to check out? We need to be at the community center by 1500 today. Just think of talking in front of all those people. What do you think, Zach? It's going to get fun. Today ganz bestimmt nicht. Ich möchte jetzt, dass wir das Hotel wiederfinden. Wir sollten das Licht anmachen. Welche Taste könnte... Now, Joel Gray's daughter is, of course... That's right, Jennifer Grey. You knew that, right, Zach? Jennifer Grey. She's in one of my most favorite movies. Ferris Bueller's Day Off. 1986, directed by John Hughes. Huh, that one was so 80s. Hey, Zach, you're not the most cheerful guy I know. But you really do like those cheerful movies. We used to love those teenage movies back then, didn't we? Breakfast Club and Pretty in Pink, St. Elmo's Fire, and Fast Times at Ridgemont High. That last one was in 1982, directed by Amy Heckerling. Now that was an impressive film.
You've got Sean Penn in the lead, with Jennifer Jason Leigh and Phoebe Cates. Not to mention Nicolas Cage and Forrest Whitaker were in it too. And the original book and the script were written by Cameron Crowe. How could that not be a great film? Do you remember, Zach? When that movie ended, the last words, "the end," was from an arcade game. That's right, it was from Missile Command. That stuck in my head for a while. The memories. I feel like I have a lot of movies to catch up on. Let's just hope we can get to the end of this case soon. Then maybe we can catch up on a few. Give some thought about what movie you want to see next, Zach. Ich denke drüber nach. Ich glaube, ich muss einfach hier weiter. Durch den Tunnel. Wow! Hier liegt Geröll im Tunnel. Das sollte mal jemand wegräumen. Noch mehr? Hier gibt es einiges zu tun im Tunnel. Als Polizist darf ich das. Ich weiß eigentlich nicht, aber pssst. Das hat keiner gesehen. Ein Waldweg. Ist nicht wirklich, was wir suchen. Schienen. Oh, die Brücke haben wir doch mal gesehen. Und zwar von irgendwo anders. Okay, Zach. I've been thinking about what movie I'd like to watch next. And finally, I've made a decision. It's always hard to narrow it down just to one movie, but I've put a lot of thought into this, and I'm sure you'll agree with me. 1975. Directed by Steven Spielberg himself. The grandfather of panic movies. Whoa! Set in a small town in Massachusetts. That movie made me stay away from the beach for years. I was always afraid that a hand might come floating up. You know what I'm talking about, right? Yep. It's Jaws. The underwater camera work accompanied by that John Williams music. I'd never been that scared by a movie before. But the best thing about it is that it isn't just another panic movie. The mayor who won't close the beach even when there are so many victims. And Chief Brody putting the citizens' lives above all else. The film gave a lot of time to the dispute and friction between them. It certainly had a lot of messages for a 2-hour film. That's probably another reason why it was such a record-breaking hit. One of my regrets in life is that I didn't see it at the movie theater. I guess I was still just a child back then. But still, I wanted to taste that terror in real time. That reminds me, Zach. Did you know this one? Jaws also appears in another movie that was produced by Spielberg, the second Back to the Future. It was directed by Robert Zemeckis, who later made Forrest Gump. That's also a masterpiece, of course, but we'll discuss that another time. So, the scene where Jaws appears is right after Marty McFly goes 30 years into the future. He passes by a movie theater and is attacked by a holographic shark. Marty is shocked, of course, but looking closer, he sees the words, Jaws Part 19. The director is credited as Steven Spielberg Jr. In reality, there were actually only 4 Jaws movies, but it was still a great joke. 30 years from 1985 would be 2015. We'll be there pretty soon. I wonder what life would be like by then, Zach. Ich würde es dir gerne verraten, aber Spoiler-Alarm. Ach ja, ich wollte was ausprobieren. Unser Inventar. Oder Menü oder was auch immer. Karte. Aha. Ich fahr komplett falsch. Warum ist da diese mal sprossige Fiona? Und da Asche. Thomas?
Okay, das ist interessant. Das wusste ich nicht. Das ist mir vorher überhaupt nicht... ich kann auch reinzoomen. Das ist cool. A&G Diner, da waren wir eben. Der hat geschlossen. Nicks Haus. Hannas Haus. Was ist das? Brians Haus. Ich kann's nicht anvisieren. Es ist lila. Es ist bestimmt interessant. Hier haben wir Suspekt. Isaac Ingram. Ah, die Zwillinge sind hier. Das ist ja echt cool. Tankstelle. Heaven and Hell. Nur... Kann ich das irgendwie... Oh, klar! Panda-Bär. Das muss ich nicht verstehen. Milk Barn. George House. Lysanders Büro. Ich glaube, das ist der Schrottplatz. Sewer 65. Okay, ganz kurz. Wo ist denn überhaupt das Hotel ist hier? Nee, das Hotel ist da. Polly Oxford ist da. Was war denn das dann da? Irgendeine Raststätte. Wir sind... Die Sache mit dem Hundeklan habe ich auch noch nicht verstanden. Wir sind da. Also wir drehen jetzt erstmal ganz geschickt um. Fahren zur Hafenstraße und gucken mal ganz kurz, was mit denen ist. Oh, mit F kann ich Nebenmissionen anzeigen? Ja. Zurück. Komm schon. Hier müsste ich hier rechts? Verdammt. Ich hätte da rechts gemusst. Dumm gelaufen, aber was soll's. 21:38 Uhr und hier ist überall tote Hose. Und es regnet nicht. Und ich fahre auf der falschen Bahn. Dann lass mal ganz kurz gucken hier an der Kreuzung. Wie komme ich... Die Karte dreht sich. Sie ist da lang gefahren. Er fährt... Aha, gefahren, natürlich, klar. Ich fahre nach Hause. Hier habe ich... Nochmal welches Haus? Keith und Isaac. Hier haben wir Heaven and Hell Tankstelle. Da würde ich gerne dran vorbeifahren. Und ich möchte tatsächlich dahin. Also muss ich einfach links auf der Straße bleiben. So. Das könnte interessant werden. Fahren wir erstmal tanken. Ich konnte doch auch eine Art Boost benutzen. Hoffentlich kriege ich dafür keinen Ärger. Aber andere Autos fahren nicht aus dem Weg, das ist schade. Sieht aus wie ein Umspannwerk oder sowas. Vorne ist Isaacs Haus gewesen. Als nächstes kommt die Tankstelle. No, nothing. Just my imagination. Offen.
You from out of town? I ain't seen you here before. Jack, der rasende Stier, Tankstellenbesitzer. I'm Francis York Morgan, FBI Special Agent. I'm investigating the death of Anna Graham. Do you have any info on Anna or any suspicious individuals? I ain't got nothing to tell the cops. What about the FBI? Shut up. At least give me your name. I'm Jack. They call me Raging Bull. That's a manly nickname. Shut it. If you're a customer, act like one and shut the mouth. Huh? Ich rede nicht mit Kunden. Was kann ich denn kaufen? Hallo, lässt du das mal bitte? Waschanlage, ideal zum Waschen des Autos. Tanken, Bestechungsgeld. Ist ja nicht so, dass wir nicht viel Geld hätten. Wenn ich das dann erkennen könnte, was dieses Gekrüssel da oben... rechts 92%. Ist das unser Tank? Probieren wir es mal mit Bestechung. Jack, here's the Ben Franklin you wanted. Give it to me. Benjamin Franklin. Jack von der Tankstelle Heaven und Hell hätte gerne ein paar 100-Dollar-Scheine. Wollen wir das nicht alle? Jedenfalls, wenn Sie ihm über 1000 geben, verrät er Ihnen eine wichtige Info. Was? Aber so viel Geld? Hey there, Benjamin. I wanted to talk to you. Have you heard this yet? I'll tell you another one when I see you again. Das war doch viel zu... Hey, Moment, ich nehme das auf. Zach, did you see that? It was as if we weren't here. I wonder what that was all about. Did it make sense to you? Klar, alles macht irgendwie Sinn. Nur nicht vielleicht hier in Greenville. Da war doch gerade eben irgendwo eine Medaille. Eine Karte. Ginas Schwamm? Tatsache, ein Schwamm. Sie geöffnet, reparieren, aber nur, wenn wir im Auto kommen. Okay. Sie geöffnet, ja, schon klar, da fehlt was. Hallo? Oh oh. Okay, wir sollten ihn in Ruhe lassen. Kann ich? Nichts Ungewöhnliches. Na gut. Das war wohl nicht gerade so erfolgreich. Wir sollten ihm vielleicht gelegentlich ein bisschen Geld zustecken. Und die Tipps, die er uns gibt, muss ich dann halt ein anderes Mal auswerten. Wenn ich dann hinterher beim Schneiden mal ein bisschen Pause mache. Halt! Da ist ein Geschäft, das mich brennend interessiert.